Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute sind wir im Raum Belgien, besser gesagt Lüttich unterwegs. Hier um Lüttich sind bereits vor dem Ersten Weltkrieg 12 separate Festungen entstanden, weil sich die Belgier entsprechend gegen Frankreich und Deutschland schützen wollten. Und die sind um 1880, 1890 entstanden und haben auch einiges durchgemacht im Ersten Weltkrieg und dann halt auch später im Zweiten Weltkrieg, als Lüttich im Prinzip von den Deutschen angegriffen wurde. Und auch in der Zwischenkriegszeit ist hier halt viel entstanden, was Festungen anbelangt und auch Bunker. Und da wollen wir uns heute einiges anschauen. Wir sind jetzt hier auch gerade vor einer Festung, und zwar das Fort Baptiste. Und dann könnt ihr euch das hier mal anschauen. Das ist einer der moderneren Forts, die man halt damals errichtet hat. Auch das hat hier einiges an Schäden abbekommen. Hier in der Schlacht bzw. Kampf um Lüttich. Hier sind auch einige Soldaten gestorben. Die Festung hatte, glaube ich, 12 Tage ausgehalten, bis das entsprechend eingenommen wurde. Ja, wir bekommen heute auch noch entsprechende Unterstützung von Mara, eine treue Zuschauerin auf unserem Kanal, die uns heute hier ein paar Sachen auch zeigen wird, weil sie ganz schwer in diesem Thema hier auch drin ist. Und da bin ich auch einfach mal gespannt, was uns dann heute so erwartet, was wir alles finden werden, was wir uns anschauen können. Und bleibt einfach dabei. Und ich würde sagen, wir legen los. Also man sieht jetzt hier in der Festung auch schon diverse Schaben für größere Kanonen. Da oben ist auch noch eine Kanone drin. Und hier unten sieht man eine Kanone, die auch schon stark beschädigt ist. Also hier sieht man die ganze Metallummantelung, die ist teilweise weggebrochen bzw. rausgebrochen und hier auch ein Stück weit ineinander verschmolzen. Es gab wohl hier direkt am Eingang einen großen Treffer irgendwie durch eine Fliegerbombe, wenn ich das richtig gelesen habe, die den Eingangsbereich hier zersprengt hat und auch nach innen praktisch gedrungen ist und dann auch einen Großteil der Besatzung getötet hat. Und man sieht halt auch hier die Auswirkungen. Ne? Diesen Stahlbeton hier im Prinzip, der ganze Bereich, der hat schon ganz schön was abbekommen. Und da kann man sich halt vorstellen, was hier auf diese Sachen runtergekommen ist, weil die Luftwaffe das auch sehr extrem bombardiert hat. Also der ganze Festungsbereich sind noch so um die 15 Bunker, gehören wohl dazu, Beobachtungsvorrichtungen und so weiter. Und da vorne geht es im Prinzip weiter. So, wir gehen jetzt hier einmal kurz zum Fort Baptiste, bevor wir da diese, was hast du gesagt, PFL 1 Linie? Ja, das gehört ja auch zu PFL 1. Ach so, das gehört auch zu PFL 1. PFL 1. Also im Prinzip das, was die Belgier dann vor Einfall der Deutschen noch alles gebaut hatten, ne? Ja. Und hatten die das Fort hier auch modernisiert? Nee, das ist für den Zweiten Weltkrieg gebaut. Ah. Das ist im Interbellum gebaut. Okay. Das ist hier der Friedenseingang vom Fort Baptiste. Und das Ding ist, glaube ich, eine Nachbildung. Das hier? Ja. Das ist ein Container-Element, das ist ein belgisches Fort. Damit waren die ganzen Sachen dazwischen abgesperrt. Ach, dazwischen, Davon okay. haben sie 72.000 Dinger gebaut. Boah. Und die sind hier aneinander gemacht. Ja. Und damit konnten sie die ganzen Wege absperren. Ja. Und wenn du bei Lüttich die Einfallswege guckst, stehen überall solche Poller. Ja. Und da konnte man die dran festmachen. Ach so, okay. Mit Stahlseile und mit Ketten und so wurden die da festgemacht. Also ist das Und wenn im du hier Prinzip, mit dem Panzer gegenfährst, ich wollte gerade sagen, dann ist das im Prinzip so eine Panzersperre, dann ne? gibt das nach. Ja. Ach so, okay. Ja. Das ist aber eine Nachbildung. Und beim Fort Even Ema steht ein originales Teil. Ah, okay. Von originale Teile gibt es beinahe nicht mehr. Aha. Und die Dinger haben die Deutschen dann mitgenommen und haben die am Atlantikwall wieder aufgebaut. Ach, echt? Ja, auf dem Strand. Aha.
Habe ich da auch noch nie gesehen. Aber von mir ist das hier ein Nachbau, weil ja, du siehst, dass nirgendwo verrostet ist und so. Ja, das stimmt allerdings, ja. Ja, das ist alles noch in Ordnung. Kompletter Nachbau. Und den konnte man wegziehen, Dach. Und Ja. dann geht das Ach, da unten. 4 Meter runter. Ah ja, genau, das ist wie so eine Art dann Falltür. Ne? Ja, das genau. hatten wir auch in Festungen gesehen, der Maginot-Linie, da war das ähnlich gemacht. Und das zieht man nach links da rein. Ja, okay. Und da hinten ist die Nahverteidigung. Ja, genau. Unter viel mehr. Ja, genau. Ja, schön. Das ist jetzt der Mannschaftseingang gewesen, der Ja, reguläre, in ne? Friedenszeit. In Friedenszeiten. In Kriegszeit ist 1 Kilometer weiter in die Richtung ein Eingang. Und Ja. er hat auch noch so einen Belüftungsturm wie der da. Wie, was wir gerade gesehen haben, Ja, okay. genau. Ja, also da können wir gleich noch mal eben vorbeigehen. Da haben wir gerade so eine Belüftungsvorrichtung noch gesehen. Das war ganz interessant, die jetzt hier zu der Anlage gehört. Ja. Also Mara hat uns jetzt hier schon ein paar sehr interessante Details jetzt hier zu dieser Festung erklärt. Das ist echt wertvoll. Also man sieht jetzt hier zum Beispiel, wie das Ganze hier auch schon beschossen wurde von den Deutschen, aber auch während das oder nachdem das voreingenommen wurde, um einfach ja verschiedene Waffensysteme auch zu testen, wie zum Beispiel diese Röschlingsgranate. Und das hat man hier wohl ein paar Mal auch gemacht. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar interessante Aspekte jetzt von der Festung zeigen können. Hier zum Beispiel, müsste auch wieder sowas sein, wo man praktisch aus der Festung Granaten nach außen werfen konnte. Und hier hat man ja im Prinzip diesen Grabenstreich und hat jetzt hier hinten auch noch so einen weiteren Block, der im Prinzip diesen Bereich auch noch mal sichert. Wir gehen jetzt nicht allzu weit hier hin, weil wir jetzt hier oben noch hergehen wollen. Da ist im Prinzip eine Observationsmöglichkeit auf dem Block und unten sieht man halt für Anti-Tank-Kanonen, also Packstellung eine Scharte, und Mara sagte auch, dass parallel dazu auch Scheinwerfer eingebaut sind. Und das wird hier bei dem Eingang, den man übrigens in Friedenszeiten genutzt hat, auch sehen. Dann ist hier unten höchstwahrscheinlich der Scheinwerfer eingebaut. Ja, wir wollen uns jetzt auch gleich noch mal anschauen, wie das Ganze jetzt bemannt wurde, weil die Soldaten sich wohl dann hier drin auch gar nicht aufgehalten haben, sondern in den Kasernen. Also in diesem Bereich hierhin, sagte Mara gerade, über die Autobahn rüber war wohl das Kasernengelände. Wir werden da versuchen, dann gleich noch mal hinzugehen. Da hatten die Soldaten die Möglichkeit, über eine Art Rutsche hier in diese Anlage zu kommen, weil die sich dann hier nicht aufgehalten hatten direkt. Und das ist ja wirklich interessant, das habe ich noch nie gehört, sowas. Ja, das gibt hier so geile, interessante Details. Das ist, Diesen kleinen Berg, den kenne ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, was das ist. ja, aber Ich hier glaube, die haben eine Kuppel nachgebaut. links von dir ist aber auch eine Kuppel, ne? Ja, ich glaube, die haben die Kuppel nachgebaut. Nachgebaut, aber sie Die- sind die nicht mehr wurden ja original. ausgebaut. Da hinten sehe ich aber auch noch was am Horizont. Ist auch nur so ein Ja, Gitter oder irgendwas. die haben mit den Gittern die Kuppel nachgebaut. Das kenne ich noch gar nicht. Weil die das eigentlich abgerissen haben, das Original, oder wie? Ja, der Schrotthändler hat alle, Ach so. alle Metalle rausgeholt. Du alles. Scheiße, okay. Komm, wir können ja mal kurz da hin. Ja. So, hier haben wir diese Kuppel. Schwer zu sagen, ob das jetzt eine echte oder nur eine Attrappe ist. Aber es sieht mir eher so wie eine Attrappe aus. Hier ist nochmal so ein Zugang oder die Belüftung, was Mara meinte, für den Kampfraum, der hier drunter ist. Aber das ist hier sehr, sehr leicht. Das ist, glaube ich, nur eine Attrappe. Ich werde mal eben die Taschenlampe rausholen. So, wir schauen noch mal eben kurz rein. Dann könnt ihr das sehen. Also hier unten ist auf jeden Fall noch mal so ein Schacht. Dann ist hier wahrscheinlich eine echt eingebaut, weil hier ist nämlich auch ein Fundament. Ja. Also Aber was ich jetzt gerade meinte, dieses Fort hat wahrscheinlich nur 220er gehabt.
Ja, und ein oder zwei falsche Kuppeln. Warum? Ich weiß jetzt nicht genau welche. Das sind. ja, Ich habe die Bücher im Auto liegen. okay. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall hier nur eine Attrappe, was sie hier so hingestellt haben. Ist aber von 120er. Ja, also von der Abmessung her, ja. Ja. So, hier haben wir jetzt noch mal zu diesem Fort Baptiste, was wir eben vorhin meinten, hier einmal, was jetzt hier so ausgefahren ist, ist jetzt hier diese Belüftungsvorrichtung. Und hier hat man jetzt entweder einen Observationsbereich oder auch ja, für MGs, das kann ich leider von hier aus nicht erkennen. Das ist ja, mache halt das hier gerade mal auf. Das ist die besagte Rutsche, die ihr jetzt hier sehen könnt. Hier standen die Soldaten an und sind hier oben von der Kaserne angestanden und hier in die Befestigungsanlage reingerutscht. Krass. Ungefähr auf halber Höhe von dem Niveau von der unterirdischen Kaserne Ja. ging die Rutsche und den Rest waren dann, glaube ich, noch Treppen. Rutsch mal runter. Willst du mal reingucken? Kannst du mal reingucken? Vielleicht schaffst du ein Foto, ein Foto machen. Weiß nicht, ob du das schaffst. Aber rein kommst du nicht, ne? Nee, dann kommen wir ja direkt, nee. Dann kommen wir ja direkt in die Anlage. 45 Grad runter. Da wirst du Probleme haben, wieder hochzukommen. Ja. Aber krass, das kannte ich halt auch noch nicht. Also Aber Leute, ich denke das mal, dass ist. Menschen das probiert haben, weil sonst wäre das nur. Ja, sonst wäre das nicht offen. Ja. Also sind wirklich Leute dann hier reingerutscht in die Anlage. Das ist schon Wahnsinn. So, wir sind jetzt beim nächsten Spot angekommen. Und zwar nennt sich das Ganze Abri de Vestre bzw. Bunga de Vestre. Und wir müssen jetzt im Prinzip hier hoch. Hier gibt es irgendwo einen kleinen Pfad. Da müssen wir hier hoch auf das Plateau. Da oben kommt auch noch mal ein mittelalterlicher Turm, den wir passieren. Und dann muss das irgendwo in der Wand sein. Und das ganze Objekt sollte hier einmal die Gleisstrecke, den Zugang hier schützen. Und ja, durch die erhöhte Position hatte der auch einfach im Zusammenhang mit den restlichen Festungen und Bunkern halt einen entsprechenden strategischen Vorteil auch. Und mal schauen, was uns da jetzt drin noch erwartet. Das ist auch etwas, was kaum einer mal dokumentiert hat, so wirklich in Videoform auch. Und deshalb wird das heute für uns auch noch mal ganz interessant werden. So, wir müssen jetzt hier eben gucken. Noch haben wir jetzt hier praktisch so einen Pfad, aber wir müssen im Prinzip eigentlich jetzt da hoch, wo ihr den Turm erkennen könnt. Da müssen wir hin. Entweder hier, weil es dann hier nicht so steil wird. Aber ich gucke mal eben da vorne, was da jetzt mit den Bäumen ist, ob es dann noch hinten rum geht. So, hier geht es jetzt weiter. Wir müssen jetzt hier hoch. Gucken wir eben zurück. Das Gelände ist jetzt gerade nicht so einfach, weil hier alles nass ist. Und der Weg ist ja, eigentlich fast nicht mehr vorhanden. Hier unten ist noch irgendein Metallteil. Vermutlich aus der Anlage. Jetzt kommt hier erstmal eine schwierige Passage. Wir müssen jetzt hier hoch. Das ist die einfachste Passage, weil da hinten, da ging es gar nicht her. Ich weiß nicht, wie man das hier sicher machen soll. Ja, mach in Ruhe. Ja, ist okay. So. Jetzt hat man gerade schon so eine kleine Nahtoderfahrung, weil wir jetzt hier abgerutscht sind. Haben wir natürlich jetzt nicht auf Video. Das ist auch jetzt nicht, was man jetzt zeigen muss. Aber darunter ist noch eine Klippe und ja, das ist halt alles ausgewaschen. Und ja, so ein richtiger Weg ist das halt dann doch nicht von der Seite. Wir werden das jetzt gleich mal sehen, wie das jetzt hier oben noch ist. Ja, wir werden aber hier rüber gehen. Hier ist mehr Laub. Ja Leute, wir sind alle heil angekommen, auch Mella. Da hat man jetzt echt nochmal einen Schock bekommen. Also man sieht das hier, wie steil das hier hochgeht. Und wir haben jetzt noch zwei Wanderer getroffen, die sind auch hier hochgekommen. Also das ist wirklich der Weg scheinbar, die kommen hier auch aus der Gegend. Aber das ist nicht zu unterschätzen, weil das geht jetzt hier so. Ne? Und das war jetzt wirklich auch eine knappe Kiste. Hier unten ist der Zug. Und wir sind jetzt hier an dem Turm, der jetzt hier auch mit so einem Fangnetz ummantelt ist, weil der höchstwahrscheinlich auch instabil ist
und es dann halt irgendwelche Sachen auch auf die Festung, auf die Schienenanlage unten. Also das haben die hier gemacht. Nee, damit sich keine Steine lösen und hier unten auf die Strecke. Ne? Das ist ja, weil der wird ja auch nicht mehr instand gehalten. Hier siehst du noch ein Stück von der Treppe. Das ist ja alles weg. Und so, und das ist jetzt hier aber aus dem Mittelalter. Wir vermuten mal, dass das auch noch mal nachträglich irgendwann genutzt wurde, um ja, zu beobachten. Weil man, Das wird garantiert eine Beobachtung sein von die, ja. von die Ja, hier siehst du ja richtig gut. ja. Ne? Es gibt wirklich viele Urban Explorer hier kommen mittlerweile. Du meinst jetzt hier? Denke schon. Ja. Warum sollte hier jemand klettern? Ja, mit Sicherheit wären der ein oder andere. Aber ich denke mal nicht so die regulären Lost Placer, sage ich jetzt mal, sondern Mit dem blöden Turm? nee, ich denke mal, dass das halt wirklich Leute sind, die sich richtig für den Bunker interessieren. So Otto Normal Lost Placer, die werden sich jetzt nicht angucken, das glaube ich nicht. Also wir sind jetzt hier eben runtergegangen und müssten jetzt eigentlich gleich da sein. Das ist doch nicht so einfach wie gedacht. Ja, jetzt kommt der schwierige Teil. Jetzt kommt nämlich der schwierige Teil. Jetzt kommt erst der schwierig. Ja, wir müssen ja irgendwie jetzt links rüber hier. Wir sind praktisch über dem Portal, ne? Ja, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, auf jeden Fall. Also Mara hat jetzt von da aus das Dach von dem Bunker gesehen, weil wir sind hier so steil. Das ist wirklich, So lang gehen. ja, wir Dazu müssen, in diesem Pfad. genau, wir müssen jetzt hier irgendwie diesen ausgetretenen Pfad irgendwie, aber der ist halt auch mit Vorsicht zu genießen. Melanie, pass auf. Ich bleibe jetzt hier eben erstmal kurz stehen, bis du da runtergekommen bist. Wir haben ihn auf jeden Fall lokalisiert. Ja. Ja, Leute, also jetzt wird es hier richtig kriminell. Ihr seht hier, der Weg, der ist. Boah, ich rutsche im Prinzip hier nur runter. Ich denke, dass wir einen anderen Weg nehmen zurück und nicht wieder über den Berg. Nee, aber den Weg müssen wir auch erstmal finden. Ja. Dann gehen wir doch eben, wie du meintest, über den Da irgendwie runter, ja. da muss Melanie doch runterkommen. Aber wir gucken erstmal in den Bunker rein. Ja, Da ist auch ein Weg. Ne? ja das würdest du so auch schaffen, aber der Weg ist halt komplett durchnässt. Hier ist ja nur noch Schlamm und du rutschst halt permanent weg und das darfst du dir jetzt hier nicht erlauben. Aber da unten ist er, ja. Da steht auch die Kuppe. Und das da hinten gehört auch dazu. Ja, das. Ey, pass bloß auf. Scheiße. Ey, pass bloß auf, ne? Du hast hier nichts zum Anfassen. Du musst hier rüber zu diesen Bäumen. Scheiße, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Da ist auch Stacheldraht dran. Melanie, bleib auf jeden Fall da oben. Wir müssen dann da hinten runter. Aber da komme ich dann hoch. Bleib auf jeden Fall da stehen. Probieren dann da wieder lang. Ja. Wir sind jetzt beinahe da. Ja. Also, weil hier bin ich jetzt wieder. Ja, ja. Alter Leute, ey. Oh. Scheiße. Darf jetzt keiner von diesen komischen Ästen morsch sein, sonst bin ich weg. Oh. Das muss sich auszahlen hier für uns. So, da unten können wir es schon erkennen. Ja. So. Nee, musste ich jetzt irgendwie versuchen, an dem Felsen ranzuhangeln. Ja, ist auch alles morsch. So, hier ist schon die Glocke.
Und das ist der Bunker im Prinzip. Hier wärst du auch nicht anders hingekommen. Außer mit dem Boot über den Fluss irgendwie. So. Warum die hier noch steht. Ja, also das ist jetzt die Glocke, wo du gesagt hast, dass sie das ausgebaut haben, ne? Und zum Atlantikwall schaffen wollten. Ne? Die steht ein klein bisschen nach hier gerückt. Ja. Das siehst du von drinnen. Ja. Die eigentlich gehört die einen halben Meter nach da. Okay, also sie haben die schon ein bisschen vorgezogen. Ja. Also das hier rundherum haben sie alles weggemacht, Ja. um die auszubauen, Okay. sag mal. Und ein bisschen nach hier gerückt. Ja. Und dann, ja, wollen sie die wahrscheinlich nicht unten stoßen. Ja. Ich hol mal eben Taschenlampen raus und dann gucken wir mal, wie es hier drin aussieht. Schöne Miete. Rein. Der ist natürlich nicht groß. Ne, ist klar. Hier geht's runter. Aber guck mal, hier ist dieses Blech, was ich unten gesehen habe. Ja. Von diesem Schacht jetzt hier. Und da gehört der Filter drauf. Da unten, da Ja. auf diesem Sockel, ja. Und hier ist, wo die Material war. Was steht denn da? Das ist der Granatenauswurf für die Handgranate. Ah ja, genau. Wir können auch draußen gucken, das Loch, das kann man sehen, Ja. wie die Granaten rauskommen. Ja. Und da ist der Scheinwerfer, da war der Scheinwerfer drin. Ah, okay. Und hier Und oben hier war sieht die man Glocke. jetzt, genau, da sieht man jetzt, dass die verrückt ist. Ihr könnt sie oben noch erkennen, hier. Da ist jetzt die Glocke, man hat die schon praktisch weggezogen. Krass. Hier saß das Maschinengewehr. Ah, tatsächlich. Guck mal, da ist noch die Arretierung dran hier. Normalerweise ist sowas halt auch immer komplett weg, ne? Das hier ist wahrscheinlich Beobachtung gewesen. Ja. Die Panzerplatte ist heute weg. Auch weg. Die ist Und du auch hast sogar hier noch, abgemacht. noch das Brett, auch nicht schlecht. Ja, dann könnt ihr jetzt hier Und guck den mal, Zug sehen. die Sprachrohr nach unten und das Sprachrohr Ja. nach oben ist noch da. Ah, ja, auch noch da. Und da sind die Abzug, der Rauchabzug, Mhm. die beiden. Ja, Wenn der hier schießt, ja, da waren die beiden Rauchabzüge. Und hier war tatsächlich. das Brett für das Equipment. Ja. Also das habe ich in Schweden mal gesehen, aber in solchen Anlagen, Also der geht nach oben zur Glocke. ja, Und der geht zur unteren Etage zur Kanone. ja, Und hier ist wahrscheinlich auch ein Granatenauswurf. Dieser. guck mal, hier oben wäre auch was gestanden. Hier kann man wohl das leider nicht wird mehr wohl lesen. irgendwie so auf Französisch Ja. Sprachrohr heißen. Und hier ist wahrscheinlich eine Munition. Und Equipment, und hier kannst du deine Jacke dran hängen und so. Stimmt, ja. Boah, hier sind auch übel viele Spinnen. Und hier ist noch für Frischluft Ja, hast du auch noch drin. noch verzinkt, das ist noch nicht verrostet. Ja, sieht man mal, ne? So überdauert das die Zeit. Aber schön, ne? Also, Hier hängt die Lampe dran. Da sieht man auch in alle Bunkern. ja. Hier war ein Haken dran und hier hängt die Petroleumlampe dran. Mhm. Wow. Da Ja, kann man das- nach unten gehen. das Und sehe ich. hier gibt es noch eine kleine Überraschung. Da bin ich mal gespannt. Ja, Leute, ihr könnt sehen, also hier in diesem Bunker ist echt halt noch viel erhalten, weil der halt auch nicht so einfach zu erreichen ist. Und man hier nicht die Möglichkeit hatte, das so rauszuschaffen. Ja, hier, wie gesagt, war der Filter drauf. So, das wird die Toilette gewesen sein hier. Ja, das ist die Toilette. Und hier ist. Aber guck mal, hier ist Ventilation. Ah, ja. Und hier Tatsächlich. einmalig in der BFL 1. Das ist eins von den wenigen noch heute noch, die immer noch zu sehen sind in der BFL 1. Das haben sie halt hier nicht wegbekommen. Ne? Also hier war die Pack drauf oder was? Ja, hier war die Krass. Kanone. Die
die Bahnlinie da hinten Ja, und die Straße beschützen sollte. tatsächlich, ja. Und warum haben die hier das so gebaut? Wegen dem Rückstoß oder? Ja, hier hing ein Dämpfer dran. Ja. Die Dämpfer dran, Ja. wo man drauf ist. Okay. Die sieht man, die sah man früher in jedem Bunker, wo eine Bagger eingebaut hat. Ach so. Ja, guck mal. Ja. Da stand, das ist noch Feuer für die Panzerabwehrkanone. Und hier ist der Notausgang übrigens. Oh. Ja. Eben hier schnell durchspringen, ne? Da sind sogar noch Reste von den Weinflaschen. Das sieht man noch, auch überall noch sehr viel in den Anlagen. Ja, aber das ist wahrscheinlich nach dem Krieg von den Leuten. Nee, das ist alles noch original. Habe ich mich auch immer gewundert. Die haben. Hier kann man die leeren Hülsen und Granaten rausschmeißen. Ah ja, Hier kann man mit einer Rolle Hier kann oben. man die Panzerplatte hochziehen. mit dem Seilzug hier, genau. Ja. Und dann kannst du dann das hier praktisch hier hochziehen. Hier liegt auch noch ein die gehört eigentlich da rein. Auch da rein, ne? Um den Notausgang zu verschließen. Da. Krass. Dazwischen die Stäbe, die waren ja doppelt. Ja, Die waren ja, genau, ja. die waren Das hier sind- welche und da welche. Das Mauerwerk ist erst nachträglich nachträglich, gekommen. ja, das sieht und die man. zwischen waren Sandsäcke. Aha, ja. Wow, aber hier hat man echt jetzt noch richtig viel. Krass, ne? Das ist hängt noch hier schon drin. 90 Jahre. Ja. 90 Jahre. Unglaublich, ja. Und das ist noch fast neu. Ja. Und hier, was hat es damit noch auf sich? Das, Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also was zum Munitionieren. ja. Das könnte ich mir vorstellen, dass hier die Lernhülsen weggeschmissen Ich wollte gerade sagen, die haben die hier runtergehauen. Ja, weil die Ventilation ist ja da. Ja. Das ist was anderes da oben. Vielleicht für diese normalen Granaten, genau, die du da wieder rauswerfen kannst, wenn sich welche. Ja, sieht man auch hier, ja. Wenn welche von der Seite anstürmen, dann kannst du die da rauswerfen. Aber ey, ich kann hier nicht stehen. Du. Nee, ich auch nicht. Das ist das. Die Leute waren früher kleiner. Ja, das Problem habe ich auch bei so vielen Anlagen. Und die Belgier waren sowieso kleiner als die Deutschen. Ja. Ja, die Hände weiß ich nicht, was da wird wohl Munition sein. Nee, oder? Doch. Oder Aufenthalt. Aufenthaltsraum, würde weil ich das sagen. ist auch Ja. Ventilation. Ja. Ja, ich denke auch. Dann ist das auch die Ventilation. Das ist ein Bereitschaftsraum gewesen. Hier sieht man nochmal die Tür. Die ist auch sehr massiv. Doch, das ist hier Ventilation. Das ist Ventilation hier. Ja. Und das wird der Bereitschaftsraum sein, weil Ja. man hier schwierig herkommt. Das denke ich auch. Ja, hier auch, hier waren die Filter, wenn man gasdicht Ja. abschließt. So, hier sehen wir jetzt nochmal die Glocke eben etwas vom Nahen. Normalerweise wäre die hier so weit versenkt. Hier seht ihr praktisch noch die Löcher für die Stangen, um das hier im Beton zu verankern. Ne? Hier war so eine lange Stange an, genau wie da. Ja. Genau wie da. Ja, genau, richtig. Das ist hier schon abgeflext. Ja. Ja, und andere Seite auch noch. Ja. Und hier auch. Und hier gibt es sogar ein Einschussloch hier. Hier ist auch eine, ne? Hier ist eine rausgezogen. Wenn du da mal hingehst, dann siehst du das. Stimmt, ja, genau. Da unten. Hier ist auch ein Einschussloch, hier oben. Schrapnell, Hier wurde gekämpft um Ja. diesen Bunker. definitiv, ja. Die Deutschen sind von dort gekommen, ne? Über die Straße. Und die Von hier, ja. wie das passiert ist, das weiß ich nicht. Jetzt müsste ich mal in meine Bücher gucken. Aber ich weiß, dass hier ein Belgier dabei umgekommen ist. Ja. Also ein Belgier hat sie auf jeden Fall erwischt bei der ganzen Geschichte. Das könnte man noch mal recherchieren. Dann können wir euch das mit einblenden. Wir müssen jetzt mal gucken, ob man jetzt eventuell hier unten noch mal hergeht. Ja, da kann man lang gehen. Dann gucken wir gleich noch mal. So, jetzt sehen wir den ganzen Bunker noch mal von vorn. Oh.
muss man echt aufpassen, dass man jetzt nicht runtersegelt. Ich kann leider auch gar nicht so weit zurückgehen, weil es hier direkt runter geht. Aber hier seht ihr noch mal den Aufbau. Da haben sie schon was zugemacht. Hier sind es für die Granaten zum Rauswerfen. Hier unten auch. Hier ist die Scharte für die Pack, für die Panzerabwehrkanone. Da seht ihr auch noch mal. Das kann ich euch jetzt noch mal kurz zeigen. Diesen Wagen, den wir da gerade gesehen hatten, wenn das Licht hier mitmacht, so, da, wo die drauf arretiert gewesen ist. Ja, und jetzt sind wir nämlich direkt davor und das Gelände steigt halt hier extrem steil an, beziehungsweise abwärts. Ja, ne? Da oben, ja. Abgebrannt. Da. Ja, dafür ist die Ventilation da oben, siehst du? Mhm. Die Runden, da sind auch noch Ventilationsgitter davor. Ja, da sieht man das noch ganz gut. Das Hier. ist für das Maschinengewehr. Und da hast du aber Einschüsse hier. Ja. Hier vorne 3 Stück und hier unten hast du auch noch einen. Das siehst du bei den Maschinengewehrbunker immer. 4 Löcher für die Ventilation. Ja. Unten 2 und oben 2. Ja, weil da halt so viel Abgase entstehen in dem engen Raum. Ja, hier sind 2 Granaten. Das ist eine Granate und das ist für Handgranaten. Genau, zum Rauswerfen, ja. Und da ist der Notausgang. Hier ist der Notausstieg hier unten, ja. Aber hier an der Seite siehst du es nochmal richtig krass. Hier sind richtig viele Einschläge. Siehst du das hier? Ja. Ja, das ist, warum wir wieder von da geschossen haben. Ja. Hier ist er richtig durchsiebt. Ja. Und da hast du ja nochmal entweder Ausguck Das oder Maschinengewehr auch. Maschinengewehr, Ja. Und hier seht ihr ja, das sieht aus wie ein Schweizer Käse hier. Komplett. Das ist flankierend und hier war der Notausgang, da war, ja, der Ausguck ist ja eigentlich oben, ne? Eigentlich der oben durch die Kuppel halt, ne? Richtig. Das ist für Maschinengewehr, macht ja sonst keinen Sinn hier. Das ist flankierend für den Tunneleingang. Richtig, genau, weil hier drüben geht ja die Zugstrecke her und hier an der Seite ist der Tunnel. Ja, wir müssen uns echt hier mal ein bisschen, es ist jetzt schwierig auch zu filmen, weil wir jetzt hier praktisch am Abhang stehen und können das jetzt nicht so aus der Distanz aufnehmen. Aber wirklich krass, oder? Ja. Ich finde ihn wirklich gut. 1935 gebaut. Ja, so circa. Wurden die ganzen neuen Ports gebaut und die ganzen Bunker dazwischen. Ja. Das ist halt, dieser Bunker, der dient auch als Beobachter für Fort Tancremont. Mhm. Und um diesen Tunneleingang, die Bahnlinie und die Straße zu beschützen, Ja. können die Deutschen von da kommen. Und die sind von da gekommen. Ja, man sieht es ja auch, haben das Ganze ja hier angegriffen. Das ist aber schon ein klein bisschen hinter die PFL-2-Linie. Die läuft nämlich da. Das Fort Tancremont ist da hinten. Ja. Das Fort ist echt. Also wir sind jetzt hier am Fort Tancremont noch mal eben vorbeigefahren. Das ist aber halt auch geschlossen. Und das ist auch um die 1930er Jahre errichtet worden. Das ist einer von diesen aktuelleren Forts. Aber das ist leider hier zu. Das ist für Luftansaugen bei chemischen Ach, Unfall. das ist jetzt hier, was wir gesehen haben. Ja, was halb ausgefahren war bei Genau, Baptiste. dieser, Luftansaugen. genau, so es war 3 Meter hoch ungefähr, ne? Konnte hier ausgefahren werden. Also von unten kannst du sehen, wie das aufgebaut ist. Ja. Also in diesem Block hier ist ja alles noch drin, ne? Aber das ist auch ungewöhnlich, sowas, ne? Das gibt's bei Maginot-Linie habe ich sowas noch nicht wirklich gesehen. Also es gibt es nur in Baptiste, über der Chateau, Aha. über der Chateau, ja auch. Und hier. Ah, okay. Also es ist mal was ganz Besonderes. Und hier hat man jetzt die Möglichkeit, hier uns auch noch mal so eine Kuppel anzuschauen. Das ist ein Maschinengewehr und Beobachtung. Mhm. Und der hat auch ein Periskop. Ja, Das ist ein tatsächlich. Ja. Periskop. Das ist ein Periskop.
Das ist wirklich eine schwere Kuppel. Ja. Die hat bestimmt 30 Tonnen. Ja, ne, die sind wirklich Wahnsinn. Wir hatten jetzt ja nur so eine kleinere Version gehabt, ne, die sie da oben rausgeholt haben. Und da hinten ist noch so eine. Ne? Genau derselbe Block ist da hinten nochmal. Aber der Block ist jetzt hier, gab es jetzt hier einen Zugang zum Hauptfort? Ja, das ist hier der Kriegseingang. Ach, das ist der Ja, das ist Eingang. Ah ja, hier unten, stimmt. Ja, hier siehst du auch mit diesen Haken hier, da waren da bestimmt auch diese Camouflagenetze. Tarnnetze dran, richtig, genau. Das sieht man hier nämlich auch nochmal ganz gut. Hier mit diesen Haken. Wir haben Houston, we got a problem. Ja, war ja klar, ne? Mal gucken, ob wir hier durchkommen. So, heute wird es uns hier nicht einfach gemacht. Auch dieser Zugang ist versperrt. Oh. Nee, es wird uns heute nicht einfach gemacht. Oh. So, durch. Den haben die mit Absicht hier gefällt. Normal kommst du dann von da, ne? Ja, Das ist hier nur für die Besucher. ja. Und hier wird Und es das kommen. ist Antitank. Ja. Das ist original. Das ist bei Chateau genauso. Sieht genauso aus. Mhm. Dass die hier mit dem Panzer nicht ranfahren konnten. Genau. Ja. Wo jetzt das Lager war, wo die Soldaten waren, weiß ich nicht. Aber das wird wohl auch hier gewesen Muss sein. ja auch irgendwo dann in der Nähe gewesen sein, ne? Wenn das bei Weil dem das ist der anderen. Kriegseingang für den Fort. Ja. Und hier ist auch eine Besonderheit. Zeige ich dir so. Hier ist so eine Schiene. Die siehst du da? Ach, da oben, ja. Die Schiene, da kann man einen Scheinwerfer rausschieben. Ach, echt? Ja, der hängt hier dran. Damit die jetzt praktisch diesen Bereich jetzt hier beleuchten konnten, Ja. oder was? Ja, ja. Okay. Und hier war eine Antitankanone drin. Mhm. Ich weiß nicht, ob die noch drin ist. Also, nee. Man sieht jetzt nur das Scharnier dafür. Ich glaube nicht. Da muss ich mal eben reinleuchten. Aber diese Schiene ist für einen Scheinwerfer rauszuschieben. Okay, das wusste ich auch nicht. Ja. Obwohl die auch so neu aussieht, oder? Die haben die wahrscheinlich. Und dann kann man die Scheinwerfer rausziehen. Das ist ja cool. Das ist geil, ne? Ja, Und hier ist die Nahverteidigung. echt pfiffig. Das ist Ziemlich auch. tief, ne? Das habe ich auch noch nicht so gesehen. Normalerweise hast du dir immer so eine Körpermitte, aber die ist ja so tief, oder war Ja, der du Zugang? Du stehst da niedriger drin. Ja, aber ich meine hier, wenn du jetzt zielst, würdest du ja auf die Beine zielen. Ja, Ja, gut, das, aber du hast hier Granatlos und du hast überall noch was. Und da um die Ecke ist auch noch einer. Das alles ist der Kriegseingang, gell? ja, krass. Aber das mit dem Scheinwerfer ist hier oben interessant, hier, dass der hier rausgefahren wurde. Ja, Das finde ich das ist witzig. ein nettes Detail. Ja, kann ich auch noch nicht. Über der Chateau sieht das genau so aus. Aber das ist jetzt mal im direkten Vergleich zu den französischen Festungen oder zu den deutschen ist das halt anders. Ne? Ja. Das hat man da halt nicht so gemacht. Ja, das sind halt so die länderspezifischen. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ganz interessant. Und die Scharte ist auch interessant. Ne? Die Hälfte ist Beton und dann da innen ist Stahl. Ja, Noch 30 cm oder 40. das stimmt. Die ist auch ein bisschen Mit anders. einer Kalotte, die man verschließen kann. Wir haben jetzt hier noch einen Bereich entdeckt, den wir jetzt anlaufen können von dem Fort. Das wird jetzt hier noch mal ein bisschen spannend. Und man sieht jetzt hier auch so ein Tor. Das ist schon ein Hinweis dafür. Da ist noch das alte Tor hier. Auch schon alles total verrostet. Hier sind schon die einzelnen Elemente rausgebrochen.
So, jetzt schauen wir mal. Wir haben schon was gesehen von weiter hinten, ja. Also das ist halt auch nicht restauriert, ne? Da siehst du es halt wirklich mal. Einen zweiten Zugang in die Anlage. Nur ohne Ja. Eingang. Und halt noch in seiner ursprünglichen Form halt, ne? Die Kuppel ist nicht. Die Kalotten sind noch in den Turm. Ja. Richtig, ja. Die sind auch noch drin. Auch hier vorne da mit dieser Belüftungsvorrichtung da. Also wenn wir im April hierher kommen, dann gehen wir hier rein. Ja. Und Guck mal, ey, guck mal. Ey, Den haben sie guck mal, aufgeplant. jo. Ich denke, die Deutschen gemacht oder so. Das ist ja krass. Rein theoretisch würdest du, wenn du jetzt ein Seil hättest, würdest du jetzt hier reinkommen. Ja, man muss halt schlank sein. Hä? Alter. Oh Junge. Der ist Guck mal, 20 wie weit das Meter, ne? runtergeht. Ja, 20 Meter. Aber siehst du, da ist auch ein Seil dran da unten. Ja. Da ist wirklich mal einer rein, glaube Ja, ich. ja. Es gibt Leute, die machen das. Schwede. Guck mal, ey, wie krass ist das? Schatz, guck mal da rein. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist der Belüftungsturm, ne? Aber guck mal, Das sind dann, die Öffnungen, wenn er ausgefahren ist, wo die Luft reinkommt. aber dann müsste er da zum Teil ja noch weiter ausgefahren werden können. 20 Meter. 20 Meter insgesamt. Ach so. 20 Meter geht der in die Das Luft. ist ja Wahnsinn. Aber warum denn? Warum haben die das so gelöst? Weißt du das? Weil die im Ersten Weltkrieg Gasalarm hatten und so. Ach, deshalb. Und die wollten die Fortifikationen gassicher machen. Ja. Darum sind die auch immer auf Überdruck gewesen, wenn die Ach für so. den Krieg geschlossen waren. Ja, Und ja. wenn wirklich Gasalarm war, dann haben sie die Dinger ausgeschoben Ja, oder konnten sie ausschieben, ja. um frische Luft von oben zu nehmen. Okay. Krass. Ja, stimmt, das mit dem Gasalarm, das habe ich ja total vergessen. Ja. Mit den Gasangriffen. Eben einmal hat diese Dinger nicht. Kannst du hier Ja, zoomen. Boah, Leute, also guckt euch das mal an. Das ist wirklich sehr interessant. Also das ist wirklich, also man kann schon den Boden erkennen, ne? Aber es ist trotzdem echt eine Distanz, 20 Meter, ja, das kann hinhauen. Aber das ist im Vergleich jetzt zu der Maginot-Linie auch ein Aspekt, der mir vollkommen unbekannt war. Also sehr, sehr interessant. Und du meinst, dass die Deutschen sich hier reingebrannt Ich haben habe keine Ahnung, irgendwie? wer das reingebracht hat. Aber ist auch auf jeden Fall krass, eine ne? Sauerstofflanze. Ja, krass. So sieht das auf jeden Fall aus. Oder man ist in der Neuzeit hier reingegangen, weil das Seil da unten, das ist so verräterisch, ne? Vielleicht haben sich Leute wirklich hier abgelassen. Ja. Ja, klar, wenn du es jetzt so sagst, das ist jetzt, ne, 12. ja, Oder 10 bis 12, ja, maximal 15, ja. Kann man echt so packen hier, das ist jetzt die Panzerstärke von dem Ganzen. Soll ich hier die Taschenlampe behalten für dich? Dann kannst du mal ein Foto machen. Das sind schon die Kampfspuren auch. Ja, auch mit Teleskop. Aber hier wurde auch beschossen, ne? Das ist doch dann aber ungewöhnlich. Entweder haben die später nochmal just for fun hier rangeschossen. Nee, hier wurde gekämpft. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ne, weil das ist ja auch so immens hier. Ich glaube sogar, dass die Deutschen diesen Block hier eingenommen haben. Und wahrscheinlich haben die probiert, da reinzukommen. Das kann sein. Und der Block wurde, glaube ich, auch wieder zurückerobert mit die Mortiere vom Fort. Ja. Ich weiß die Geschichte nicht ganz genau, aber hier wurde gefochten und die Deutschen haben diesen auch eingenommen. Ja, also die Spuren, Ich habe gehört, dass der zurückerobert wurde und nachher wieder eingenommen wurde. Irgendwie ist so eine Geschichte dazu. Genau weiß ich die jetzt auch nicht. Ich habe mich jetzt nicht vorbereitet. Nein, das ist schon klar. Aber man erkennt es ja schon. Da braucht man ja jetzt kein Experte sein, dass das jetzt hier von Kampfhandlungen stammt. Ne? Das ist nicht Und aus Just for Fun. richtig. Und hier wurde einiges drauf geschossen. Und man sieht es ja Kleinkaliberwaffen. Also man hat hier mit einem Maschinengewehr drauf geschossen, einfach nur, damit der Turm nicht reagieren konnte. Auch, Ja. ne? Das ist ja nur wie eine Art Deckungsfeuer, um das hier stillzuhalten. Ne? Und hier ist das Periskop auch ein bisschen ausgefahren. Ne? Ja. Hier sieht man Das es ist auch. weiter rausgefahren wie da. Ja, Ne? es schließt hier nicht komplett diesmal ab.
Wir können hier ein bisschen reinschauen. Hier sind auch Einschusslöcher von die Seite. Hier sind auch. Ja, also ringsrum, ja. Die haben den wirklich mehr oder weniger umzingelt und halt komplett. Also ich weiß, dass sie diesen Block eingenommen haben, die Deutschen als erstes. Ja. Und weil der außerhalb vom Fort liegt. Ja gut, klar. Wir sind jetzt ein bisschen auch gelaufen. Und ich habe auch irgendwie so eine Erinnerung, als ob sie den zurückerobert haben, die Deutschen wieder verschlagen haben mit den Mortieren. Ja. Aber ja, die ganze Geschichte weiß ich jetzt nicht. Nee, Tut mir leid. das ist kein Problem. Wenn, kann man das euch auch nochmal Kann man dann im immer Video so, oder wenn wir im April nochmal hierher kommen, genau, dann können wir euch vielleicht die Story nochmal in Gänze dann erzählen. Aber ihr könnt es auf jeden Fall sehen, dass es hier Kampfhandlungen gab und dass das Ganze hier unter Beschuss genommen wurde. So Leute, wir sind jetzt durch. Wir haben uns hier echt ein paar krasse Sachen hier in Lüttich angeschaut. Auch wenn wir jetzt hier in das Fort Trangsamong hieß das, nicht reingekommen sind, haben wir hier echt noch ein paar interessante Sachen da unten mit den einzelnen Blöcken gesehen. Und es wird auf jeden Fall spannend, wenn wir dazu hier auch nochmal ein separates Video machen, weil Mara meinte auch, dass das wirklich sehr, sehr interessant ist, dieses Fort. Und da werden wir uns halt auch noch einiges dazu anschauen. Und hier sind jetzt noch mal ein paar Panzer ausgestellt, ja, aus den 50ern. Das ist jetzt hier der Walker Bulldog. Dann haben wir hier noch mal den Patton und da hinten ist dann noch eine Panzerhaubitze, die man jetzt hier an dem Museum ausgestellt hat. Es war auf jeden Fall ein richtig cooler Tag. Wir haben sehr spezielle Anlagen gesehen, ja, aus der Zwischenkriegszeit kann man fast sagen, beziehungsweise ja, aus den 30ern gebaut. Kurze Einsätze jeweils im Blitzkrieg gehabt und zum Teil halt von den Deutschen dann halt auch eingenommen. Aber es ist wirklich sehr, sehr interessant, was hier noch alles ist. Und das ist nur ein Bruchteil. Wie gesagt, wir haben uns mit der Materie noch nicht so tief auseinandergesetzt. Deshalb war auch nochmal großer Dank an Mara, die uns heute hier unterstützt hat, die wirklich sehr viel Wissen in diesem Bereich halt auch hat. Und da werden wir sicherlich nochmal zusammen die ein oder anderen Werke besuchen und euch dann halt auch hier vorstellen. Ja, ansonsten würde ich sagen, macht's gut, Leute. Schaltet auf jeden Fall das nächste Video an, was jetzt hier gezeigt wird. Wir haben wirklich sehr viel auf dem Kanal in Sachen Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und auch Kalten Krieg. Da ist bestimmt für den einen oder anderen was dabei. Schreibt uns auf jeden Fall was in die Kommentare. Abo ist auch gerne gesehen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video.